Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Heute haben wir ein Unboxing und zwar von einem Just One Helm. Wer die EICMA Vlogs gesehen hat, weiß, wie begeistert wir von diesem Helm waren. Wir haben ihn tatsächlich auf der Messe das erste Mal probiert und er ist so angenehm zum Tragen. Wir machen heute mal ein Unboxing, schauen, was hier in der Box drin ist. Das ist von Just One der JGPR, genau, in der Carbon Edition. Den packen wir heute aus. Ich würde sagen, wir legen gleich los nach dem Intro. Also die Box sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Auch gerade hier dieses Just One, ich weiß nicht, hier vorne, glaube ich, kann man es auch ganz gut erkennen. Es ist in so einem Silber, beziehungsweise ja, ist so ein bisschen reflektierend. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Die Box wurde jetzt hier leider bei dem Transport ein bisschen beschädigt, aber der Inhalt sollte auf jeden Fall unbeschädigt sein. Hier haben wir einfach noch einen Henkel für die Box, auch richtig cool. Falls man mal irgendwie die Box mit auf die Rennstrecke mitnehmen möchte, kann man auch einfach, ja, hier die Box mitnehmen. Richtig cool. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach und machen jetzt erstmal hier die schöne Box auf. Und dann zeige ich euch mal, wie das bei euch zu Hause ankommt. So. Also das wäre die Optik, wenn es dann bei euch zu Hause ankommt. Wir haben hier in der Box noch eine Tasche. Die würde ich sagen, nehmen wir gleich mal raus. Hier haben wir die Tasche, die ist ein bisschen anders wie bei anderen Helmherstellern. Und zwar kann man hier die von der Seite aufklappen. Normalerweise geht es ja immer von oben. Aber auch hier die Tasche hat den Henkel zum Mitnehmen. Hier nochmal ja, irgendwie was, wo man was reintun könnte, wie vielleicht die Tear-Offs. Genau, sonst an sich, die Tasche macht eigentlich keinen schlechten Eindruck. Gut, hier ein bisschen den Faden weg. Aber wir kommen später noch zum Preis. Ist jetzt kein Helm, der exorbitant teuer ist. Genau, dann würde ich sagen, öffne ich einfach gleich mal die Klappe. Hier vorne und dann sehen wir schon, hier ist das Herzstück vom Video. Hier vorne haben wir ein zweites Visier, das mitgeliefert wird. Also es wird ein klares Visier mitgeliefert und hier das getönte Visier. Das kann ich mal ganz kurz hier auspacken. Also hier haben wir das getönte Visier. So, das packe ich mal hier vorne hin. Wir machen später ja auch noch einen Visierwechsel. Dann können wir euch das zeigen, wie das hier funktioniert. Genau, dann nehmen wir mal den Helm raus, schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Ja, dann sind hier noch Sachen drin. Einmal Sticker von Just One, auf jeden Fall cool. Und, das muss ich sagen, habe ich so bei einem Helmhersteller auch noch nicht gesehen. Einfach ein Tuch, so ein Brillenputztuch, beziehungsweise halt auch für das Visier dann zum Putzen. Richtig schön, auch hier unten mit dem Just One Logo. Ja, das muss ich sagen, ist wieder positiv. Und so ein kleines Gadget, was mir natürlich gefällt, ja, dass man sich da ein bisschen auch Mühe zum Detail macht. Dann haben wir hier noch die Bedienungsanleitung, die mitgeliefert wird. Die lege ich auch mal hier hin. Und dann haben wir noch das Pinlock 70 Visier, das ist auch dabei. So, dann mache ich die Tasche hier mal zu. Dann kommen wir zum Herzstück vom Video und zwar der Helm. Erstmal haben wir hier das Säckchen, das wir aufmachen. Das ist eigentlich standardmäßig bei jedem Helm dabei. Ich habe jetzt noch keinen Helm gesehen, wo dieses Säckchen nicht dabei war. So, dann ziehen wir das mal ab. Können das hier vorne mal hinlegen. So. Und dann würde ich sagen, ziehe ich die Folie ab und ihr schaut euch einfach mal den Helm 360 Grad an. Genießt erstmal die Optik. Ist ein wunderschöner Carbonhelm in matt. Und was sagt ihr? Also ich muss sagen, optisch sehr, sehr geil. Auch gerade hier in dem Carbon Matt, wunderschön. Wir haben den ja auch auf der EICMA schon in ein paar Varianten gesehen von Fahrern. Also wie zum Beispiel von Axel Bassani, die Replika-Version, von Raffaele da Rosa oder auch Federico Caricasulo. Alles italienische Fahrer, ist auch ein italienischer Helmhersteller. Die Replika-Varianten sehen auch richtig, richtig schön aus. Und wir bekommen hoffentlich bald auch die Axel Bassani Edition. Die können wir auch gerne mal unboxen dann. Ja, jetzt haben wir hier aber auf jeden Fall die Carbon-Variante in matt lackiert. Und es ist wirklich wunderschön. Und auch hier hinten das Logo sieht richtig nice aus, ist schön integriert. Hier oben auch dieses JGPR, richtig schön. Auch hier ist es alles, sieht sehr, sehr nice aus und ich muss wirklich sagen, auch aerodynamisch. Wenn ihr den Helm jetzt mal so anschaut, glaube ich, ist auf jeden Fall auch cool. Kommen wir auf jeden Fall zum Material. Also das hier ist ein Helm, der
zu 100% aus Carbon besteht. Das Gewicht hier von dem Helm ist 1520 Gramm. Das ist immer plus minus 50 Gramm, je nachdem welche Größe. Das hier ist jetzt Größe M, also in der Größe M 1520 Gramm. Das ist jetzt nicht der leichteste Helm, also die LS2 hier zum Beispiel, der hier oben, der hat glaube ich 1200 oder 1300 Gramm. Das heißt hier, der ist ungefähr 200 Gramm schwerer, aber trotzdem ja, noch auf jeden Fall leicht. Also es ist jetzt nicht, als hättet ihr einen Ziegelstein oder so auf dem Kopf. Kommen wir zum Preis. Der Helm hier kostet 499 €, UVP, also genauso wie er ist. Klickt auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung an, falls ihr Interesse habt. Die Preise ändern sich natürlich immer, kann ein bisschen teurer werden, kann aber auch zum Beispiel zu Black Friday ein bisschen günstiger werden. Genau, deswegen der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und für 499 € hier ein 100%iger Carbonhelm, muss ich sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr konkurrenzfähig. Machen wir weiter bei den Features. Ich habe heute leider keinen Kameramann dabei, aber ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Hier oben haben wir einmal für die Stirn die 2 Lüftungsklappen. Die kann man hier einmal aufmachen. So, ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Wenn nicht, ich zoome es auch im Video im Nachhinein nochmal ran. Dann haben wir hier oben für die Kopfbelüftung das hier zum Öffnen und Schließen. Das muss ich sagen, wirkt aber auch sehr schön. Also ich bemängel das ja meistens immer bei den Suomi-Modellen, dass hier vorne das so ein bisschen billig wirkt. Aber das muss ich sagen, für 499 € ist es echt eine gute Qualität. Also lässt sich auch gut verschieben und ich habe jetzt nicht Angst, dass da irgendwie was abbricht oder so. Dann hier hinten diese Luftauslässe, sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Dann auch bei den Spoiler, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist hier nochmal so ein Auslass. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Also aerodynamisch auf jeden Fall haben die ein bisschen drauf geachtet. Dann haben wir hier, glaube ich, noch einen. Ja, genau. Also wir haben hier im Helm, jetzt wird es ein bisschen schwierig für die Kamera. Ich mache das mal hier ein bisschen runter. Ja gut, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Hier der rote Schieber. Da können wir dann vorne beim Kinn die Belüftung noch hoch und runter machen. Das wird dann hier eben verschlossen oder geöffnet. Ich komme mal ein bisschen näher, ich versuche es euch noch mal ein bisschen näher zu zeigen. Man sieht sogar, dass die Klappe ein bisschen hoch runter geht. Also ich schaue mal, ob ich es drauf kriege. Also ich habe es versucht, für euch ein bisschen drauf zu kriegen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich sehe es leider nach, erst im Schnitt. Das Visier ist hier verschlossen. Das heißt, ich kann das jetzt so gerade nicht aufmachen, sondern ich muss hier den Knopf betätigen. Und dann kann ich das Visier nach oben schieben. Das Visier hat im Prinzip 3 Stufen. Einmal geschlossen, dann einmal so halb offen und einmal komplett offen. Genau, das heißt, es gibt nicht wie bei anderen Helmherstellern hier irgendwie 4, 5 rastbare Versionen, sondern eben geschlossen, offen oder so, ja, 50% offen. Dann wie bei den Racing-Helmen natürlich standardmäßig hier Doppel-D-Ring-Verschluss. Ich glaube, das kennt mittlerweile auch jeder. Genau, dann auch hier dieses Pull-Off-System. Das heißt, auch hier bei dem Helm kann die Außenschale von der Innenschale getrennt werden. Das heißt, wenn ihr bewusstlos wärt, können die Marshals auf der Rennstrecke hier den Helm komplett entfernen und ihr liegt im Prinzip dann nur noch mit dieser Innenschale da und die kann man dann auch einfach wegnehmen. Sonst, was ich ein bisschen bemängeln muss, ist, dass das Leder hier so ein bisschen alt ausschaut, in Anführungsstrichen. Auch hier, das soll so eine Carbon-Optik, so eine Art Carbon-Optik sein. Schaut auch ein bisschen, ja, so abgegriffen aus. Gut, es ist wie gesagt ein Helm für 499 €. Das ist jetzt eine minimale Kritik. Das schaut auch nicht schlecht aus. Ich hoffe, ihr könnt es auf dem Video ein bisschen erkennen. Also hier sieht man halt so 1, 2 Falten. Und das ist auch hier oben, glaube ich, nochmal, genau. Das heißt, hier oben bei dem Helm, das ist halt so, ja, sieht so ein bisschen speckig aus, schon das Leder. Das könnte man vielleicht ein bisschen schöner machen. Jetzt wurden ja die neuen vorgestellt, gerade mit diesen Replika-Varianten. Können wir mal schauen, ob das bei denen dann genauso ist. Aber das ist so, sage ich mal, der einzige Kritikpunkt, der mir jetzt gerade auffällt. Ist natürlich aber auch nur eine optische Sache. Gerade mit dem dunklen Visier sieht man das hier sowieso eigentlich nicht mehr. Genau, und das hier unten, wenn ihr den Helm auf habt, stört es euch auch nicht. Genau, das ist jetzt für mich einfach nur so ein bisschen, wo ich sage, könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Dann kommen wir zum Visierwechsel. Ihr seht mich jetzt leider nicht mehr. Ich habe leider keinen Kameramann dabei, deswegen ist es jetzt so die einzige Lösung, die es jetzt gerade gibt. Genau, wir wechseln jetzt hier das Visier von dem klaren Visier auf das getönte, das ja mitgeliefert wird. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, ich habe das selber noch nicht gemacht. Das heißt, es ist jetzt hier First Try. Schauen wir mal. Okay, einfach mal hier den Hebel nach oben ziehen und dann geht die eine Seite hier schon auf. Das war ja natürlich relativ easy. So, schauen wir hier mal auf der anderen Seite. Den Hebel nach oben und es klickt schon raus. So, schauen wir mal, das hängt hier noch ein bisschen gerade. Ich sehe es leider nicht so gut, weil ich es für euch möglichst gut hinkriegen will. So, also, Visier ist ab. Das war schon mal sehr schnell. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Visier auch wieder so schön schnell drauf kriegen.
Ich zeige euch mal ganz kurz hier diese Visiermechanik, wie die hier funktioniert. Also es ist einfach im Prinzip hier nur so eingeklemmt. Und hier haben wir nochmal diesen Pin, der dann hier in die Seite rein muss. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das zusammen schnell hinkriegen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier den Hebel wieder hoch. Ich hoffe, dass ich es gleich reinkriege. Ich muss das mal so ein bisschen höher stellen. So, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. So, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall drin. Dann wechseln wir mal auf die andere Seite. So, verkehrt rum jetzt auch noch. So. Ich sehe leider nichts. Ich hoffe, warte mal, ich komme mal zu euch nach vorne. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. So, es gibt einen Punkt, den man hier so erwischen muss und dann klickt es eigentlich gut rein. So, ich glaube, hier bin ich jetzt auch ein bisschen angestellt hier beim Anbauen, aber es ist auf jeden Fall nicht schwierig. So, dunkles Visier ist drin. Jetzt können wir hier gleich mal das schöne Brillenputztuch noch nehmen, hier die Fingertapse wegmachen, wenn es einigermaßen gut geht. Ja. Einen Moment, ich klappe das mal hier kurz auf. Und dann kommen wir zur Anprobe vom Helm. Ich habe den ja auf der Messe in meiner Größe schon mal probiert und ich sag's euch, das ist wirklich der bequemste Helm, den ich je auf hatte bis jetzt. Also ich hatte schon echt viele Helme mittlerweile auf, auch gerade hier in diesen ganzen Videos. Aber ich muss sagen, dieser Just Bomb Helm ist so bequem. Also wenn ihr die Chance irgendwo mal habt, den zu probieren, könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen. Könnt ihn hier vor Ort mal probieren. Es ist wirklich gigantisch, wie angenehm dieser Helm zum Tragen ist. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt hier für meine Kopfform richtig gut passt. Die einen schwören ja auf Arai, die anderen auf Shoei, die anderen lieben AGV. Probiert einfach mal den Helm. Wirklich probiert es und dann, wenn es nicht für eure Kopfform passt oder ihr sagt, nee, taugt mir gar nicht, okay. Aber ich muss wirklich sagen, auch auf der Messe, der Wolfgang, der dabei war, der fährt Shoei schon sein Leben lang, der hat den mal probiert und hat gesagt, wow. Ich blende euch hier die Szene gerne nochmal ein vom Wolfgang aus der EICMA, was er gesagt hat, wo er den Helm hier auf hatte. Ich habe gestern nochmal die Just One Helme probiert und die waren so schön angenehm, also für mich. Was sagst du? Vom Sitzen. Brutal, oder? Ja, brutal. Also wirklich brutal. Ja. Wie Kissen. Ja, wie Kissen, ja. Zeig mal von der Seite. Ja. Der Wolfgang ist jetzt hier gerade unser Tester. Weil du da schon mit der Note gefahren bist, Probieren wir noch den XL, ob der vielleicht besser war. Also ich habe gestern auch den mit XS, war gut. Ist kein Vergleich zu Shoei, muss ich ganz hart sagen. Ist kein Vergleich zu Ist brutal, oder? Ich war ja auch normalerweise in Shoei. Ja. Der drückt oben nichts. Ist brutal. Keine bezahlte Werbung hier. Er ist natürlich eng beim Neigen. Er ist eng beim Neigen. Schauen wir mal den XL. Also Leute, wirklich brutal. Wenn ihr irgendwo mal die Möglichkeit habt, diesen Just One Helm zu probieren, macht es. Der ist wirklich toll. Ja. Ja? Ja. Besser. Ja. Ist jetzt vielleicht an den Backen einen Ticken zu locker, oder? Ja, wohl, geht. Ja. Der ist aber, der ist. Ja. Ich habe normalerweise auch zwischen M und L, aber ich habe dann XL probiert und war der Meinung, der war besser. Angenehmer. Also Leute, wirklich. Der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Ich hab's gesagt. Ich dachte, ich bin nur der so sagt, aber ich habe es gestern probiert. Das ist wirklich brutal. Das ist der Hammer, ja. Ja. Genau, also ihr habt es gehört, der Wolfgang ist auf jeden Fall begeistert. So, dann würde ich sagen, hier drauf. Es ist vom Einstieg relativ eng. Das ist jetzt hier Größe M, das passt mir auf jeden Fall. Also ich habe normalerweise so Größe S. Genau, Größe M komme ich auf jeden Fall gut rein. Aber der Einstieg hier an sich ist generell ein bisschen enger als bei anderen Helmen. Und auch hier schon in der Größe M. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen locker, aber trotzdem so bequem. Das ist wirklich toll. Ich mache den jetzt hier mal kurz zu. Und dann mache ich das Visier auch gleich nochmal zu, damit ihr es sehen könnt von allen Seiten. Moment. So, Helm ist zu. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Nicht, dass das Mikrofon hier nicht, dass der Zettel hier dieses Mikrofon irgendwie blockiert. So. Also, dann würde ich sagen, schließe ich mal das Visier. Ich drehe mich mal 360 Grad, damit ihr einfach mal den Helm von jeder Seite gesehen habt. Also optisch richtig, richtig cool, muss ich wirklich sagen. Und vom Tragen her ist es so angenehm. Dieser Helm fühlt sich an, als hätte ich hier wirklich so ein Kissen über meinem Kopf. Also es ist wirklich so angenehm. Ich glaube es mir, probiert ihn einfach mal.
Es ist auch hier kein bezahltes Video oder so von Just One. Das ist wirklich meine Meinung. Ja, probiert den Helm wirklich. Es ist ein richtig, richtig bequemer Helm. Auch vom Sichtfeld her ist eigentlich top. Kann man überhaupt nicht meckern. Es gibt ein bisschen bessere Sichtfelder, das auf jeden Fall. Ich sehe hier oben noch ganz leicht den Helm und auch hier das Visier so ein bisschen noch. Das ist bei LS2, Xiaomi schon ein bisschen besser. Das ist jetzt aber nichts, was mich irgendwie blockieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Motorrad liege. So, dass ich zum Beispiel so liege, dass es jetzt hier oben stört oder dass ich irgendwie im Sichtfeld habe. Das auf gar keinen Fall. Hier unten, das sehe ich auch ein bisschen. Ja, aber der Helm ist auch Racing erprobt. Also wie gesagt, die ganzen Replika-Varianten, Axel Bassani fährt den ja, Raffaele De Rosa, Federico Caricasulo, sind alles World Superbike bzw. World Supersportfahrer. Bam, ziehe ich den Helm wieder aus. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Falls ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde auch interessieren, wie ihr den Helm findet. Vielleicht hattet ihr den schon mal auf oder ihr probiert den jetzt in Zukunft mal auf. Schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wenn ihr einen Erfahrungsbericht habt. Oder auch generell einfach hier mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den optisch findet. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Also ganz vergessen wieder, es gibt ja noch Cinematic Clips hier von dem Helm. Deswegen dranbleiben und euch den Helm nochmal in Detailaufnahmen genau anschauen.